Willkommen zu Smart Data Stories. Wenn wir Konzepte für unsere Kunden entwickeln, ist uns wichtig, dass es in der Praxis funktioniert. Manchmal ist es nämlich gar nicht die größte Strategie, die entscheidet, ob Governance funktioniert oder nicht, sondern das, was im Alltag passiert. Wie wir handeln, wenn niemand hinschaut. Wie konsequent wir sind, wenn es unbequem wird. Und wie wir mit Daten umgehen, wenn es schnell gehen muss. In den letzten Videos haben wir uns über Kultur, Verantwortung und Zukunft unterhalten. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem wir vom Denken ins Handeln kommen müssen. Und das ist dann gar nicht so leicht, weil Data Governance ist nicht einfach nur eine Excel-Liste oder ein tolles Tool, wo Data Governance entsteht, sondern es entsteht in den Gesprächen, in der Entscheidung und in den kleinen Routinen, die wir bewusst gestalten. Wenn wir hier jetzt auf der Maria-Hilfer-Straße stehen, dann sieht man da ganz gut, was Governance heißt. Es gibt viele Menschen, viele Wege, die gegangen werden können. Und wenn jeder weiß ungefähr, wo er gehen kann, wenn er stehen bleiben soll und wo es auch gefährlich wird. Es gibt gewisse Regeln, die das ordnen, wie wir uns hier bewegen. Und genauso ist es mit Daten. Wenn es keine Governance gibt, entsteht Chaos. Wenn zu starke Regeln sind, dann entsteht Stillstand. Governance bedeutet Balance, das alles in Balance zu halten. Komm, in unserem nächsten Video schauen wir uns genau das an. Wie kommen wir von der Theorie, von dem Konzept in die Praxis? Wie wenden wir die Verantwortung, die Strukturen an? Wie verwenden wir ein operatives Framework? Und das ist eben, damit Governance nicht nur ein Konzept bleibt, sondern im Alltag wirklich funktioniert. Ihr könnt bis dorthin überlegen, wo kommt ihr im Alltag vom Denken ins Handeln? Nicht nur auf Daten bezogen, sondern auch in ganz alltäglichen Entscheidungen im Tool. Bis zur nächsten Folge und mögen die Daten mit euch sein.